Okay, ihr habt das Thumbnail gesehen, ihr habt den Titel gelesen. Ja, heute haben wir ein ganz anderes Video als die meist anderen. Heute bringen wir endlich mal die große Fortsetzung raus von dem Klassiker The Three Randoms. Falls ihr diesen ersten Teil nicht gesehen habt, Link dazu in der Infocard. Hust. Und natürlich, für ein Sequel muss man sich übertreffen. 3 Randoms war gut, aber wir brauchen mehr. Wir brauchen 5 Randoms. Also präsentiere ich euch The 5 Randoms. Film ab und Intro ab. Ja, ich werde zurückkehren. Der alte, originale Random wird zurückkehren. Und bis dahin soll es keine Tränen geben, keine Angst geben und kein Bullshit geben. Irgendwann wird der fucking originale OZ Random zurückkehren. Was für ein wundervoller Tag, der neueste und allerbeste Random zu sein. Und hey, guckt mal da, die Sonne hat sich endlich mal verpisst und endlich mal lacht der Mond wieder. Zeit mal ein wenig frischer Luft zu snappen und das Gras wieder anzufassen. Ah, wie erfrischend. Die Aussicht ist wundervoll, das Gras ist wundervoll sich anzufassen. Und oh, wieso wird das alles etwa ausgeblendet gerade? Oh nein. Oh nein. Das ist kein normaler Tag. Das ist ein fucking Ranking-Video. Nein, Random, im Schnitt, mach das nicht mit mir. Nein. Well, here we go again, I guess. Und was steht etwa heute auf dem Programm? Ein Bernes Brot-Ranking, weil sonst alle deine Vergangenheits-Ich mehr oder weniger sterben und aus ihrer Zeitlinie komplett rausgeworfen werden, damit du original, bester, neuester Random niemals etwa wieder ein neues Video machen kannst. Und der ganze Kanal wird gelöst. Wie liebvoll! Immerhin ein Upgrade zu diesem Dieter Bohlen-Gott, was auch immer das war. Also anyway, I guess, legen wir doch mal los mit diesem Ranking von Bernd das Brot-Film. Wie immer, hierbei handelt es nur meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dann beginnen wir doch mal mit dem schwächsten Bernd das Brot-Film. Meine fucking Güte. Wie bin ich zu diesem Logo gekommen, dass es nun alle Bernd das Brot-Filme reviewe und ranke? Aber naja, was macht man etwa nicht, um etwa von einem berühmten Brotgott nicht umgebracht zu werden? Anyways, beginnen wir doch mal dieses Ranking und diese Mini-Reviews mit dem allerersten Bernd das Brot-Film, der auf dem letzten Platz ist. Platz Nummer 13. Aber random, gibt's nicht noch einen Platz Nummer 14? Halt die Klappe, kein Timmy. Halt einfach mal deine beschissene Klappe. Berndi Broter und der Kasten der Katastrophen. Ein Parodiefilm, der mehr oder weniger das Fantasy-Genre, insbesondere Harry Potter, nimmt, um etwa eine Parodie darum zu spinnen. Funktioniert diese Parodie? Nicht wirklich. Bei den späteren Entries werdet ihr das schon merken, aber wenn es um Parodiefilme geht, bin ich wirklich nicht so begeistert bei Bernd das Brot. Parodiefilme können Spaß machen und können witzig sein. Und diese Bernd das Brot-Filme sollen am Ende mehr oder weniger einen unterhalten mit ein paar sehr cleveren oder auch sehr netten Gags. Sei es nun etwa Wizard-Gags oder selbst etwa Dialog-Gags, wo manche dieser Filme wirklich gut scheinen. Dieser Film dagegen eher weniger. Einer unserer Running Gags ist eben, dass die Parodie-Version von Dumbledore, denke ich mal, mehr oder weniger super inkompetent ist, die ganze Zeit irgendwie schläft und es immer falsch macht mit allen seinen Aufgaben. Das per se kann lustig sein und ich an manchen Stellen lustig, aber dieser Running Gag wird ein wenig zu sehr gemilkt, sodass ich mehr oder weniger nicht wirklich begeistert bin. Natürlich brauchen wir auch eine dieser Gags, wo wir sagen, hey, wir sind im falschen Film, sorry, das war eine falsche Referenz. Und der schindet halt wirklich gar nicht. Auch wie man Lizenzmusik hier nutzt, ist nicht etwa
so dolle, wie man das etwa haben würde. Dabei können die Bernd das Brot-Filme Lizenzmusik ganz clever und ganz spaßig benutzen. Und generell, ich bin weder wirklich so einer der größten Fantasy-Fans, noch ein großer Fan von der Einmarke, die mehr oder weniger hier verarscht wird. So lässt mich doch dieser Film mehr oder weniger kalt. Dabei gibt es paar sehr nette Aspekte. Das Directing ist ziemlich solide. Nichts Besonderes, aber es gibt paar nette Shots und paar nette Umsetzungen. Und natürlich Bernd das Brot, beziehungsweise sein ganzes Trio, beziehungsweise sein Duo an Freunden, machen auch hier Spaß, auch wenn die hier eher mehr in die nervige Szene driften, statt wirklich in die mehr charmantere Szene, wie in Spa, der späteren oder sogar vorherigen Filmen. Als solches ist das nicht wirklich etwa einer dieser erwähnenswerten Filme. Es ist halt eben eine sehr mäßige Parodie zum Fantasy-Genre, die leider wirklich nicht für mich funkt. 3 für Robin Hood ist mal wieder ein Parodiefilm von Bernd das Brot. Und wie der Titel das schon verrät, geht es mal hier um Robin Hood, den klassischen Charakter. Und das größte Problem hierbei ist nicht wirklich die Parodie als solches, sondern dass diese Parodie sich an manchen Stellen zu earnest anfühlt. Was meine ich damit? Nun, an manchen Stellen fühlt es sich so an, als wäre das nur ein normaler Robin Hood-Film mit Bernd das Brot und seinen 2 Freunden Silly und Priegel. Ist das per se was Schlechtes? Nein, aber das fühlt sich halt nicht wirklich etwa korrekt an hier. Und generell, ich muss sagen, von allen Bernd das Brot-Filmen sind die Performances hier durch und durch paar des Besseren. Sowohl der Schurke, sowohl Robin Hood und seine Gang und selbst unser Main-Trio überzeugen eher weniger von der Performance her. Keine schlechten Performances, aber definitiv deutlich öderer und deutlich uninspirierter als bei den anderen Filmen. Silly und Priegel sind auch hier mal wieder ein wenig zu nervig und auch Bernd kann leider, wie gesagt, wirklich nicht so stark überzeugen. Dabei ist er immer ein großes Highlight dieser Filme, egal wie die Qualität dann da nun ist. Die Gags sind halt okay, I guess. Am besten kann ich das beschreiben, stellt das einfach mal vor. Wir hätten einen Robin Hood TV-Movie gekriegt und man hätte mal sich gedacht, scheiße, wir müssen das irgendwie am besten vermarkten, weil niemand möchte etwa Robin Hood sehen. Und dann hat man einfach diese 3 Characters, also Priegel, Silly und Bernd das Brot reingeworfen und dann einfach gesagt, so, wir haben jetzt etwa einen Robin Hood Bernd das Brot Film. Und die Betonung ist Robin Hood und Bernd das Brot, nicht Bernd das Brot und Robin Hood. Aber hey, wenn ich was loben kann, ist das auf jeden Fall das Setting. Es ist wirklich schön zu sehen und gibt mir wirklich einen großen Daumen hoch. Aber sonst ist das nicht wirklich ein überzeugender Film. Also, abseits wenn ihr etwa einen Bernd das Brot Filmmarathon machen wollt, könnt ihr diesen Film ruhig skippen. Kommen wir doch mal zu dem wohl komischsten Bernd das Brot Film, Kasten. Wieder der Titel von Bernd das Brot wird hier etwa genannt, noch etwa eine Brotpanne. Und das ist wirklich seltsam, denn von diesem Poster her könnte man etwa ausgehen, dass es etwa so ein Priegel-Bus-Solo-Spin-Off-Film sein könnte. Und ich hatte das eigentlich erwartet, was ich aber hier gekriegt habe, war deutlich interessanter, aber auch ein wenig seltsam für das Bernd das Brot Film-Universe oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Im Film geht es darum, dass unser Trio von Bernd, Silly und Priegel mehr oder weniger in einen Raum eingesperrt sind und sich nicht erinnern können, wie sie etwa in diesen Raum hereinkamen. Denn es gibt nicht wirklich etwa einen Weg, aus diesem Raum reinzukommen, also versuchen sie auf verrückten Art und Weisen herauszusprengen. Währenddessen treffen sie auf jemand anderen, der mehr oder weniger auch in diesem kassenförmigen Gehäuse gefangen ist, im anderen Raum. Und am Ende haben wir etwa einen Endtwist, wo uns der bösartige, ziemlich diabolische Dr. Frank Stein Jr. vorgestellt wird. Der natürlich der Sohn ist von den ikonischen und geliebten Fan-Favorite-Charakter Dr. Frank Stein, der natürlich der Erzfeind ist von Priegel Bus. Endlich mal Bernd das Brot-Lore in diesen Filmen, wuhu! Das ist genau das, was ich wollte von einem Bernd das Brot-Film. Aber Spaß beiseite, der Plot ist ein wenig kurios. Und generell fühlt sich dieser Film ein wenig seltsam an und sehr anders von allen Bernd das Brot-Filmen. Das kann ich natürlich sehr respektieren und an sich mag ich das auch irgendwie. Aber an manchen Stellen fühlt sich dieser Film ein wenig zu anders an. Sprich, wir haben nicht wirklich sehr viele Gags abseits von den Endgag, der wirklich gut zündet und sehr absurd ist und deswegen so gut funktionieren kann. Aber wirklich viele andere Gags kriegen wir hier nicht. Klar, ab und zu paar Banters in unserem Trio, aber
aber so wirklich funktionieren tun diese Gags halt in der Regel für mich zumindest eher weniger. Der Band ist auf jeden Fall spaßig sich anzusehen und auch das Setting ist ein interessantes und mal ein neueres. An Stan muss man sich fragen, war das etwa ein Parodiefilm und zu was denn genau? Wenn ich etwa ein Guess haben würde, dann würde es vielleicht etwa ein Parodiefilm zu Cube sein. Vielleicht, ich bin mir auch nicht sicher, aber es wäre schon etwa eine seltsame Wahl, Cube etwa parodieren als ein Bernd das Brot-Film. Aber naja, vielleicht stimmt das, vielleicht auch nicht. Der Film ist jetzt auf jeden Fall einer dieser mehr obskuren Bernd das Brot-Filme und lohnt sich definitiv einmal sich anzusehen, allein schon für den Endgag mit Dr. Frankenstein Jr. Es gibt nichts Besseres, als mit meinem alten Kumpel in der Sonne einen Spaziergang zu machen. Sorry übrigens, dass ich mich für eine Weile nicht gemeldet habe. Ich hatte heute ein Problem mit einer Anomalie, die mit einer Reverse to Polarity Neutron Flow behebt werden konnte. Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Hoffentlich passiert nicht irgendwas Dummes oder Negatives, wie zum Beispiel, dass unser Dreieck aus dem Nix etwa gefangen hält. Sowas würde ja nie passieren, nur in Cartoons. A few moments later. Well, wir sind etwa am Aas. Und ich erkenne den Ort. Oh je, oh je, oh je, das ist kein guter Ort. Natürlich, wir sind in der Todeszone der Berndas Brote. Und du weißt, was das heißt. Berndas Brot hat uns gefangen. Nur warum? Das muss ich etwa wirklich mir etwa ausdenken. Warum? Geht die Story eigentlich weiter? Oh, super. Nun, wo war es stehen geblieben? Ach, der frisse Wind und das wundervolle Gras. Wundervoll sich anzufassen. Was kann hier nur schief gehen? Au. Das hat wehgetan. Oh nein, kann es wirklich sein? Sie haben die anderen Randoms gekriegt. Oder zumindest, oh nein. Meine Vergangenheit. Sie verschwindet langsam. Ich kriege Amnesie. Oh nein. Na gut. Ich gehe wieder zurück zu den dummen Ranking. Oh hey, mal wieder ein Parodiefilm. Ich sehe schon ein langsames Pattern in diesem Ranking. Nun geht es um Der Mann mit den zwei Nasen, was ein sehr interessanter Titel ist und eine sehr interessante Synopsis hat. Denn hier geht es dabei um eine Parodie von Krimis bzw. Courtroom-Dramas für einen Großteil. Bernd kriegt einen neuen Nachbar, der ein wenig seltsam ist und der Film ist auch ein wenig seltsam. Ähnlich so wie bei Carsten finde ich auch, dass es mal wieder ein sehr untypischer Bernd das Brot-Film ist. Ich meine, eine Krimi-Courtroom-Drama-Parodie ist untypisch, kann aber gut funktionieren für Gags. Und die Idee mit diesem Mann, der zwei Nasen hat, ist visuell jetzt nicht die dollste umgesetzte Idee, aber eine sehr charmante mit ihren eigenen Charme. Und generell aber muss ich zugeben, an manchen Stellen hat dieser Film mal wieder diese typischen Probleme, die ich schon bei vorherigen Filmen angesprochen habe. Ich respektiere zwar, dass man hier was Neueres etwa probieren will und nicht was direkt etwa parodiert, meines Wissens nach zumindest. Das kann wirklich gut funktionieren und ein paar der Szenen sind auch wirklich sehr nett. Vor allem mit Bernd das Brot, der hier definitiv das Standout ist. Leider Priege und Silly mal wieder nicht. Aber hey, Bernd, großartiges Standout in diesem Film. Schon für ihn allein lohnt sich ein Watch dieses Films zumindest einmal. Was kann ich auch mehr dazu sagen, außer ziemlich solide, nichts Besonderes. Zaut das bitte einfach für Bernd das Brot. Er ist wirklich das Beste in diesem Film. No doubt. US Bumblebee Bus im Weltraum, hört es niemand mich sagen. Ist nicht nur ein Songpressertitel, nein, sondern auch eine Star Trek bzw. Star Wars bzw. Sci-Fi Parodie. Und ähnlich schon wie bei den Parodien bin ich jetzt nicht der dollste Fan, aber hier kann ich definitiv deutlich mehr sehen, was ich mag. Zum einen die Production Value ist deutlich höher. Zwar ist es natürlich nicht etwa so hoch wie ein High-Budget Hollywood-Film, aber dafür, dass es etwa so eine kleine TV-Produktion mehr oder weniger war, muss ich zugeben, dass ein paar der CGI-Momente ziemlich impressive sind und generell auch die Liebe zu den Details definitiv deutlich mehr hier zu spüren sind. Ein großes Problem mit vielen der Parodiefilmen ist, dass es sich manchmal so anfühlt, als würde man nur das Source Material nur zu einem bestimmten Grade wissen. Halt eben die bekannten Fakten über Harry Potter oder was weiß ich. Hierbei fühlt es sich
sich so an, als würde man Leute etwa hier haben, als Regisseuren, als Schreiber, die diese Franchises bzw. die Ideen genauer kennen und dadurch deutlich clevere, interessantere Jokes mehr oder weniger herauszaubern können. Die Jokes sind deutlich besser. Es gab deutlich mehr Standout-Jokes, vor allem. Der mehr oder weniger Sensier-Joke ist ziemlich klasse, also top-notch. Und generell das Banter und die Ideen sind deutlich interessanter. Klar nimmt man das hier ein wenig mehr earnest, statt in manch anderen der Parodien, besonders mit der Fantasy-Parodie. Aber hier funktioniert es deutlich besser, da man diese Absurdität mehr oder weniger acknowledged und dadurch das Ganze deutlich witziger und deutlich interessanter macht. Aber überraschenderweise ist der große Standout hier Priegel der Bus. Ein Charakter, den ich im größten Teil dieses Ranking mehr oder weniger belässt habe, kriegt hier deutlich mehr zu tun und deutlich interessantere Dinge zu tun. Es fühlt sich so an, als würden wir etwa hier ihn auf seiner Reise folgen. Und er ist mehr oder weniger ja auch der titelgebende Main Character und ist geschrieben bzw. auch performt worden auf eine Art und Weise, wo es unterhaltsam nervig ist. Es fühlt sich nicht so an, als würde man etwa angenervt sein von ihm. Nein, es fühlt sich deutlich unterhaltsamer an. Silly war ganz okay in diesem Film, aber der deutlich vergessenstere Part von diesem ganzen Trio. Am Ende kann ich diesen Film wirklich loben. Bin ich ein großer Fan von diesem Film? Meh. Hat er aber wirklich geniale Momente und geniale Gags? Definitiv. Auch die Performances sind deutlich interessanter und funktionieren deutlich mehr für mich. Vor allem von den Side-Characters. Und unser Supervillain Götz, der Gnadenlose, ist ziemlich fantastisch gespielt. Vermutlich einer meiner Favoriten, wenn nicht sogar der Favorit unter den ganzen Zorken, die wir in diesem Bär das Brot Film Universe haben. Was zum... Oh nein, ich bin auch jetzt hier. Super. Und meine Stimme klingt noch nicht mal so anders wie der jetzige Random. Das ist natürlich absolut nicht verwirrend. Gerade die Leute, die einen den Budget geben, sind auch wirklich Geizhälse. Noch nicht mal jemand, über den ich was etwa sprechen kann. I guess, ich werde dann wohl der kleinste Random-Part sein. Wie dolle. Naja, immerhin habe ich dieses wundervolle Auto, anstatt wie bei den anderen Randoms, dass die etwa den ganzen Weg dahin gehen müssen. Immerhin ein Vorteil. Nanu, wer bist du und was willst du hier? Ach. Random, ich bin hier, um dir eine Nachricht unseres Overlords Miyamoto zu überbringen. Deine Mission ist es, diesen Bernd das Brot-Film zu reviewen. Fuck off. Meine fucking Güte. So ein paar Szenen, sogar meine eigene fucking Szene und ich habe noch nichts etwa Richtiges zu tun bekommen. Jetzt renne ich in den dummen Korridor. Können auch wirklich etwa kein richtiges Budget haben, oder wie? Ah, da ist jemand. Wer ist das? Wer zur fucking Hölle bist du denn? Hm? Oh, könnte es sein? Das originale Lighthouse-Video? Oh, ich hab dich vermisst. Du bist wirklich das beste Video auf diesem Channel. Oh, ich hab dich so sehr vermisst. Ich hoffe, das wird nie remaked oder gelöscht. Ah, komm doch her, komm in meine Arme. Komm doch schon. Ich weiß auch nicht, wo wir gerade da sind, aber das ist schon ein bisschen schwierig alles etwa zu verstehen. Die haben wirklich auch kein fucking Budget für diesen ganzen Mist. Hörst du das auch? Originales Lighthouse-Video? Oh nein, nicht der Idiot. Nein, oh fucking nein. Random ist diesen Bernd Miyamoto unseres Miyamoto, oh mein... Siehst du das Lighthouse-Original-Video? Das ist der fucking YouTube-Channel. Ah, wir müssen da reingehen. Direkt da rein. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, meine Existenz wird gerade etwa aus dem Nix weggemacht. Ich fühle mich immer schwächer und schwächer. Die Sonne ist mal wieder nach draußen und bringt wundervoll viel Hitze. Was kann nur für so einen Tag noch schiefer gehen? Ich glaube, ich sterbe wirklich. Ich glaube, das ist das Ende von Random Zoke. Ich sagte, ich glaube, das ist das Ende von Random Zoke. Ich halte mich, glaube ich, kurz, aber Brot im Orient Express ist ähnlich auch wie bei den anderen Parodiefilmen. An manchen Stellen fantastisch, an anderen Stellen eher mehr meh. Es ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsparodiefilme von den Bernd das Brot Parodiefilmen. Bestimmt seid ihr ziemlich fucking müde, das von mir zu hören in Einsatz. Aber ja, als eine Direktparodie ist es zwar auch ähnlich wie bei US Bumblebee, manchmal sehr earnest, aber auf eine Art und Weise earnest, dass es funktioniert. Wir haben etwa ein Krimi mehr oder weniger hier. Und natürlich, wer etwa den Titel richtig gelesen hat, der weiß genau, was das hier parodiert. Und es funktioniert wirklich gut. Die Parodie ist wirklich gut. Wir haben zum einen etwa einen Gag mit Priegel, der versucht mehr oder weniger dieser clevere, smarte zu sein oder so auszusehen. Und wir haben sogar ein sehr nettes Payoff, was ein wenig wholesome ist, was eine Rarity ist für einen Bernd das Brot Film. Wholesomeness und Bernd das Brot mixen nicht so gut zusammen, aber hier
Folge hat es ziemlich gut funktioniert. Und hey, Bernd das Brot kriegt mehr oder weniger ein Love Interest hier. Und es funktioniert okay. Also Daumen hoch dafür, Bernd das Brot. Wuhu. Du hast einen besseren Love Interest gehabt in diesen 40 Minuten statt manche zweistündige Filme. Wuhu. Daumen hoch für dich, du alter Zerstörer. Bitte tötet mich jemand, dass ich das gesagt habe. Aber naja, so viel gibt's halt auch nicht wirklich zu sagen. Abseits davon, dass gegen Ende des Greenscreen ein wenig so obvious sein kann, muss ich sagen, dass dieser Film ein sehr charmanter Film ist und ziemlich middle of the road ist, mit ein paar ziemlich guten, aber auch ein paar mäßigen Momenten. In Brot-Olympiade verfolgen wir Bernd das Brot und die zwei anderen, wie sie auf einen Urlaub sind, wo Bernd mehr oder weniger keine Lust hat und einfach nur ein wenig relaxen will, während die anderen etwas anderes machen wollen. Haltet diese Trope etwa im Hinterkopf, denn mit den nächsten Plätzen werdet ihr diese Trope sehr oft sehen. Denn abseits von Parodien ist es wohl die häufigste Trope von allen Bernd das Brot-Filmen. Aber ja, nicht alles läuft etwa so wie geplant und es kommt zu einem Wettbewerb in den Bergen, wo sie Urlaub machen, wo Dr. Frankenstein, der große Rivale von Brieke dem Bus, mehr oder weniger antritt und auch gewinnen will, sodass mehr oder weniger Bernd und seine Freunde gezwungen sind, auch anzutreten, damit er nicht gewinnen kann. Und hey, ich muss zugeben, der Film ist an sich ziemlich unterhaltsam. Das größte Problem ist halt eben die Gags. Die Gags haben etwa einen ziemlich guten Setup. Doch, anders als viele der anderen Bernd das Brot-Filme, wo ich sagen kann, nee, die Gags haben mich nicht überzeugt oder ja, die Gags haben mich überzeugt, muss ich zugeben, dass dieser Film von den Gags her die größte Hit- und Miss-Ratio hat. Zum Beispiel haben wir hier etwa einen Moderator-Charakter, der ziemlich gut Banter hat mit Bernd und auch ein paar ziemlich gute Witze macht und der Actor, der ihn spielt, das wirklich ziemlich dolle macht. Auf der anderen Seite haben wir ein paar der Erfindungen von Briege oder auch Dr. Frankenstein, die leider nicht etwa so dolle Gags bringen. Dabei sind die Wettbewerb-Ideen ganz witzig und ein paar der Payoffs, wie man da Witze macht, können manchmal gut funktionieren, aber manchmal fühlen sich ein paar dieser Witze so langgestreckt an. Wie man das ganze Bergsetting gemacht hat, ist wirklich schön gemacht. Und wie erwähnt, die Side-Characters, sei es nun der Moderator, der unbedingt ins Kika will, oder auch eben sein inkompetenter Kameramann, sind wirklich charmant und funktionieren ziemlich gut in diesem Film. Also es ist ähnlich wie bei Brot im Orient Express ein Middle-Road Bernd das Brot-Film. Ich weiß jetzt, warum wir hier gefangen sind. Diese Todeszone der Brote ist eine sehr besondere aus dem Kika-Fernsehprogramm. Und diese wird nur etwa herausbeschworen, wenn er, der Brotmann, der Bernd das Brotmann, wirklich salty ist, weil er mal seine Filme vergessen hat. Wir sind in einem Kampf zwischen Leben und Tod. Nach einer Montage müssten wir etwa von diesem Ort und diesem Problem weg sein. Und wir sind wieder zurück zu meinem Bullshit. Mal sehen, was jetzt passiert. Oh, wird da geklopft? Ich schau mal lieber, auch wenn meine ganze Existenz aus dem Nix etwa erloschen wird. Oh, du. Was für eine fucking Beleidigung das doch ist. Was aber ein sehr cooles Design, muss ich zugeben. Bisschen origineller als mein sehr ikonisches Design. Oh, danke. Ja, sehr originales Design. Ich meine, das ist ja nur Copyright Infringement. Ach, halt doch einfach die fucking Klappe, du Amateur. Guck mal da. Ich habe jemanden sogar mitgebracht. Das originale Lighthouse-Video. Können wir doch nicht etwa auf diese positive Erinnerung mal uns fokussieren, hm? Das Video habe ich schon fast vergessen. Gut, dass ich das vergessen habe. Schwarzblende wieder, bitte. Schwarzblende wieder. Ich möchte zurück zum Ranking gehen, bis das Brot gefriert. Ist eine psychologische Thriller-Analyse über Bernd das Brot und seine zwei Freunde. Diese Analyse erzählt uns darüber, wie menschlich doch Bernd das Brot sein kann. Er fühlt Angst hier. Große Angst. Denn ein Monster, beziehungsweise ein alter Mann, der einfach nur die Leute etwa wegscheißen will, macht deren Urlaub eine ganz große Hölle. Und ich muss zugeben, ihr braucht einen wirklich sehr hohen IQ, um diesen Film zu verstehen und um ihn zu mögen. Wenn ihr diesen hohen IQ nicht habt, dann könnt ihr diesen Film nicht mögen und seid einfach nur, okay, ich höre lieber auf mit diesem Witz, weil er wird auch nicht witziger. Aber ja, bis das Brot gefriert, ist nicht nur ein kleiner Badass-Titel, nein, es ist aber auch einer dieser komischsten Bernd das Brot-Filme, die ich aber deutlich mehr mag als die anderen komischen, die wir davor hatten. Es fühlt sich so an, als wäre das eine Parodie auf so diese Cabin in the Woods Filme. Sprich, Teenagers oder eine Gruppe an Leuten fahren zu einem Cabin und werden heimgesucht von einem Monster oder Dämonen. Und natürlich, Bernd das Brot kann diesen Horroraspekt jetzt nicht so groß aufgreifen, aber das, was sie etwa wirklich gemacht haben, wow, Respekt daran. Vor allem das Lighting ist einfach nur so großartig. Der Witz am Ende, dass es sich halt eben im Puff, dass es einfach nur ein Typ
Typ ist, der seine Ruhe haben will von diesen ganzen Partys. Macht sehr viel Spaß. Der Witz mit dem Dialekt ist okay, I guess. So witzelastig ist dieser Film definitiv nicht. Aber die Atmosphäre macht Spaß und emuliert einen Horrorfilm, beziehungsweise diese Sorte an Horrorfilm ziemlich gut. Generell ist es einfach nur ein sehr interessanter Film, sich mal anzuschauen. Ich mag ihn auf jeden Fall. Vor allem von der Umsetzung her funktioniert er ziemlich gut. Sehr, sehr einzigartig. Du müsstest mir wirklich fucking erzählen, dass wir in einem fucking Spiel sind, um Leben und Tod, nur um etwa ein fucking Bernd das Brot-Ranking zu machen. Also, wer soll dir diese beschissene Kacke glauben? Naja, du musst ja das am besten wissen. Ist ja nicht so, als wärst du auch gefangen worden vom Dieter Bohlen-Gott. Der wollte, dass wir diesen Dieter Bohlen-Film reviewen, was auch immer das war. So lass ich mich aber nicht mit mir fucking reden, du fucking Amateur. Nun, hör mir doch mal zu. Ich review diese verdammten Filme einfach nur damit, dass deine Existenz und meine Existenz heile bleiben. Und das Einzige, was du hier machst, ist sich die ganze Zeit zu beschweren und die ganze Zeit fucking zu rufen, wie ein dummer Idiot. Und jetzt kommen wir doch mal zu den nächsten Plätzen, weil ich habe wirklich keine Lust, dass die Zuschauer diese wirklich hitzige Diskussion zwischen uns zwei Idioten sieht. Und es ist auch eine perfekte Entschuldigung, nicht zu erklären, wie ich nach draußen komme. Also Schwarzblende ab. Von allen eher mehr experimentelleren Filmen ist Brot Neujahr wirklich der beste. Es ist der definitiv anderste von der Story her, denn wir haben weder etwa einen Urlaub noch etwa eine Filmparodie, indirekt oder direkt. Und meine Güte, das ist wirklich refreshing hier zu sehen, da ab einem bestimmten Grade, beziehungsweise Zeitpunkt, diese Trope mehr oder weniger ein wenig nervig sein kann beim 13. oder 12. Film. Von daher war das etwa eine sehr nette Überraschung und Erfrischung. Die Synopsis dieses Films ist mehr oder weniger das Prequel, das Genie, der beste Erfinder aller Zeiten, eine Neuerfindung macht, die mehr oder weniger alle Feiertage an einen Tag bringt. Und da Bernd mehr oder weniger es hasst zu feiern oder diese Feiertage zu celebraten, ist es natürlich die perfekte Maschine für ihn. Doch wie immer mit Priegels Maschinen läuft da was etwas schief und wir finden uns in einem sehr obskuren Abenteuer wieder, was ziemlich spaßig ist und ist auch das beste Wort, was ich hier sagen kann. Die Gagrate ist ganz okay, weder etwa wirklich Standout-Gags, noch irgendwelche sehr langweiligen Gags, sie sind Mittelmaß, nicht wirklich sehr viel was zum Lachen. Die Story ist definitiv das Highlight und macht diesen Film als Erfrischung deutlich besser. Aber so viele Worte habe ich jetzt auch nicht zu sagen. Ich habe gehört, die mussten etwa unseren Part sehr viel verschneiden, um das Butter zu sparen. Dumme Wichser. Random, ich bin hier, um dir eine Nachricht unseres Overlords Miyamoto zu überbringen. Deine Mission ist es, diesen Bernd das Brot-Film zu reviewen. King, was nochmal? 12 seconds later. Nur noch 150 Schritte und dann sind wir eigentlich angekommen zu der Conclusion. Ah, Lukizi, du auch hier? Das wusste ich ja gar nicht. Fast so, als wäre es nicht etwa im Skript. Random, ich bin hier, um dir eine Nachricht unseres Overlords Miyamoto zu überbringen. Deine Mission ist es, diesen Bernd das Brot-Film zu reviewen. Oh, ja, was du da sagst, das glöckt keine Glocken bei mir. Absolut keine Ahnung von dem, was du da redest. Schwarzblende, nächster Platz. Meine Ferien im Play, den Baller, ist einer dieser Filme, wo ich mich kurz halten werde. Also wirklich verdammt kurz. Der Film ist mal wieder ein Urlaubsfilm und anders als viele der anderen Urlaubsfilme ist er von der Story her wohl einer der weakigsten. Was aber die Story etwa nicht ausmacht, macht die Gagrate wirklich gut aus. Wir haben ein paar wirklich witzige Momente und dieser eine Typ, der mehr oder weniger der Manager dieses Hotels ist, spielt das so fantastisch überspitzt und ist einfach unterhaltsam sich anzuschauen. Sehr mäßige Story, aber die Gags sind wirklich gut. Ich meine, ich könnte euch einen dieser Gags zeigen und vielleicht wird er euch überzeugen. Vom Humor her ist dieser Film definitiv sehr lohnenswert. Oh, guck mal, während ich etwa über diesen anderen Bernd das Brot-Film geredet habe, haben uns dumme Brotsoldaten umzingelt. Wie großartig. Ich bin mir sicher, die Zuschauer würden gerne jetzt einen epischen Kampf sehen, aber das geben wir ihnen nicht. Zeit, den nächsten dummen Bernd das Brot-Film zu reviewen. Wenn es um eine Story geht, dann habt ihr bestimmt das schon etwa gemerkt in den Ranking. Die Bernd das Brot-Filme sind nicht die dollsten. Klar, alle diese Storys sind sehr kompetent gemacht worden und umgesetzt worden. Nichts wirklich so viel zu kritisieren, aber viele von diesen kennt man auf irgendeine Art und Weise oder hat man schon gehört. Und auch wenn natürlich Rock das Brot auch eine sehr ähnliche Erfolgsstory auch bringt, muss ich zugeben, von den Storys her ist es wohl das beststrukturierteste und auch vom Skript her funktioniert es ziemlich gut. Die Gagrate ist mal wieder hier geschrumpft, dafür kriegen wir
weniger etwa eine sehr gelungene Story, die wirklich etwas charmant einfach ist. Ein Pattern, was man ganz schnell in jedem Film sieht, ist, dass Bernd mehr oder weniger sich oft miserabel anfühlt, vor allem am Anfang des Filmes, und es auch nicht so viel besser wird gegen Ende des Filmes. Vor allem, wenn man all diese Filme gesehen hat, ist das oft etwa ein Pattern, was man oft merkt. So ist Rock das Brot mehr oder weniger eine große Ausnahme, denn hier sehen wir Bernd mehr oder weniger zum ersten Mal deutlich mal glücklicher und er entdeckt für sich das Blues. Und meine Güte, es ist komisch zu sagen, aber die Songs, die hier mehr oder weniger performt werden, beziehungsweise eine ganz große Song, die funktionieren alle wirklich, wirklich gut. Man merkt mal etwa eine bestimmte Liebe für den Blues und Bernds Stimme passt wirklich gut einfach für das Musikgenre. Der Song ist einfach nur ein Banger und ein wirklicher Ohrwurm. Und das kann man irgendwie seltener sagen von diesen Sorten Filmen, es sei denn, es sei ein Biopic. Es ist wirklich einfach nur wirklich herzerwärmend zu sehen, wie Bernd glücklich mit einer Band rumsämt. Und auch die Band ist einfach eine sehr charmante, die wirklich, wirklich gut funktioniert. Generell, ich mag es, wie man hier deutlich mehr den Fokus auf Bernd setzt. Natürlich ist er immer mehr oder weniger ein großer Fokus, aber meistens dann fühlen sich manche dieser Filme doch mehr silly oder präsenter an. So doch ist es etwa erfrischend mal was anderes zu kriegen. Story top, Skript top, Gags ganz okay, die Musik ziemlich fucking gut. Okay, die Brot, wie soll ich euch überhaupt nennen? Nenn uns so. Und wir sind hier im Auftrag des allergrößten, allerbesten Brotmanns, den Bernd das Brot. Begrüße ihn mit deinen Knien. Mein junger Mann, ich möchte von dir, dass du alle meine Bernd das Brot-Filme eine 10 von 10 auf Rotten Tomatoes gibst. Sonst werde ich dich und deine anderen töten. Und das ist final. Ja, ich weiß jetzt auch gerade nicht, was ich sagen soll mehr. Das war so ein bisschen viel Exposition. Und nicht wirklich spaßige Exposition. Halt einfach nur nervige. Soll ich einfach zum nächsten Ranking-Platz bringen? Okay, mache ich am besten. Das Kicker-Duell ist vermutlich der beste Bernd das Brot-Film, wenn es um die Gagrate bzw. die Comedy geht. Denn meine Güte ist dieser Film wirklich, wirklich witzig. Die Gagrate ist eine sehr gute und ich muss zugeben, viele dieser Gags haben wirklich gut gezündet. Hierbei handelt es sich mehr oder weniger um eine indirekte Parodie von diesem ganz klassischen Trope, der Sportlerfilm von Zero to Hero, und es funktioniert definitiv sehr, sehr gut. Bernd und seine Freunde pissen ein paar Fußballfans auf, sodass sie mehr oder weniger später für ein Kicker-Duell mehr oder weniger gegen diese antreten müssen, um ein verdammtes Fußballticket zu kriegen. Aber natürlich, bei diesem Kicker-Duell wissen weder Priege noch Silly noch Bernd, wie es wirklich geht, also suchen die den besten Kicker-Spieler raus, der mehr oder weniger auf den Bergen, warum auch immer, lebt und eine super unterhaltsame, überspitzte Charaktertour eines Charakters ist und damit ein paar der besten Gags hat. Ich meine, dieser Film hat den besseren Star Wars Gag von allen Bernd das Brot Filmen als die direkte Star Wars Parodie, also Props dafür. Und generell, dieser Film unterhält einfach. Er weiß genau, wie lang er sein muss, er weiß genau, wie man die Absurdität hier nutzen soll und wie auch ihre Antreter mehr oder weniger falsch spielen und das Ganze manipulieren. Er weiß das alles genau und auch wenn die Story, wie gesagt, jetzt nichts Ikonisches oder allzu Dolles ist, weiß sie, wie man daraus fantastische Gags ziehen kann. Der Film überzeugt von den Gags und vor allem von dieser Performance dieses überspitzten Trainertypen, aka der Kicker-Duell-Legende. Generell ziemlich unterhaltsam und ziemlich lohnenswert. Großes Daumen hoch meinerseits. Aber Mr. Brot, was wollen Sie mir da etwa weismachen? Sie können mich nicht etwa manipulieren, alle Bernd das Brot-Filme eine 10 von 10 auf Rotten Tomatoes zu geben. So leicht werde ich mich nicht bestechen lassen. Oh, ist das Schokolade bei Ihrer Hand? Ja, okay, ich bin bestochen. Ich mag Schokolade, ja, ich mag Schokolade. Sehr gut. Und diese Schokolade wird dich natürlich auch nicht etwa hypnotisieren. Natürlich nicht. Ich bin etwa ein Brot seiner Worte. Alles, was du sagst, natürlich. Okay, Smartplan, damit ich etwa die fucking Schokolade essen kann. Doch am Ende kann es nur einen geben. Und was kann es denn nur sein? Außer die Fortsetzung des legendären Rock das Brot. Rock das Brot 2. Rock das Brot 2 ist meiner Meinung nach ein Ticken besser als der erste Film. Es ist natürlich, wie ich in diesem Part erwähnt habe, sehr spaßig zu sehen, dass Bernd was für sich findet, was ihm Spaß macht und die Musik ziemlich überraschenderweise gut ist, aber wie man mehr oder weniger die Trope des Retired Musikanten hier aufwirft mit Bernd, ist sehr spaßig. Wir haben zum einen mehr oder weniger eine antagonistische Figur als den Denglischen Manager. Wieso der Denglische Manager? Nun, es bricht eben diesen Hybriden
von Englisch und Deutsch und switchte immer und immer wieder. Und ich war überrascht, das schon etwa in diesem Jahr zu sehen, da dieser Film doch etwa in den 2000er kam und Englisch meines Wissens nach eher mehr den 2010er wirklich etwa eine große Aufmerksamkeit auf sich erregen konnte. Und meine Güte, dieser Manager funktioniert wirklich, wirklich gut. Er ist überspitzt gespielt, aber genau diese Überspitzthaftigkeit brauchen wir hier. Auch der Rooftop mehr oder weniger, Sam mit Bernd und seiner Band, ist eine sehr unterhaltsame musikalische Einlage und wie man mehr oder weniger diesen Plot am Ende resolved mit Bernd, wie er mehr oder weniger einen Hate-Song gegen Fußball singt, weil er wirklich einfach keine Lust auf Fußball hat. Bravo, einfach nur. Bravo. Großes, großes Bravo. Generell unterhält dieser Film wirklich, wirklich gut. Die Story ist, wie gesagt, jetzt wie bei kein Bernd das Brot-Film wirklich etwa gigantisch gut, aber eine sehr passable, vielleicht sogar ein Ticken mehr passabel als die meist anderen. Die Gagrate ist wirklich fantastisch und das Schauspiel von unseren Hauptfiguren als auch Nebenfiguren macht Spaß. Paar sehr clevere Gags, paar sehr gute Momente und das Setting, was man etwa hier benutzt, ändert sich auch deutlich mehr, sodass der Scope sich ein wenig epischer anfühlt, ironischerweise. Mein definitiver Platz 1, wenn ihr etwa einen Bernd das Brot-Film anschauen wollt, dann schaut euch definitiv diesen an. Oh nein, noch einer dieser fucking Idioten. Du glaubst doch ernsthaft nicht, dass ich dich etwa alleine lasse, um die Exposition zu sagen. Immerhin bräuchte ich wenigstens einen kleinen Part hier in diesem Spiel. Pass doch mal auf, wo du laufst. Du hast etwa auf meinen kleinen Zeh getreten. Meinen kleinen fucking Zeh, junger Mann. Wer Velvet trägt und Random heißt, ist der allerbeste Random. Also ich, objektiv gesehen. Ihr glaubt doch nicht, ihr Amateure, dass ich euch diese wichtige Aufgabe mit der Exposition zu erklären nur euch überlasse. Natürlich nicht. Oh nein, nicht du auch noch hier. Und sieh mal an, du hast gebracht. Hallo, mein guter alter Freund. Ja, nun, Badsetkunde. Du kennst es ja. Können wir einfach diesen Teil endlich mal überspringen? Der dauert für meinen Geschmack viel zu lange. Oh shit. Das sind ja die anderen Randoms. Warte mal, wo ist überhaupt der andere Random? Ist das nicht etwa the 5 Randoms und nicht the 3 or 4 Randoms? Wegen Budgetgründen konnten wir etwa die Random nicht etwa kriegen. Oh, okay. Macht Sinn. Halt doch endlich mal deine Klappe. Hypnose an. Seht her, ihr Randoms, ihr dummen anderen Randoms. Er ist nun hypnotisiert bei mir, dem großartigen, besten Brotmann. Komm, 2024 Ran, komm, du schaffst das. Du kannst aus diesem Bann mit der Bestechung rauskommen. Hör auf den idiotesten, ekelhaften, klingenden Random. Er hat natürlich recht, auch wenn ich natürlich mehr Recht habe. Aber das ist auch ein Thema für ein anderes Mal. Komm, neuer Random, komm. Dieser Verräter, was auch immer dieses Brot ist, hat dich nicht fucking verdient. Aber gemeinsam, mit der Kraft der Freundschaft, mit der Kraft von cheesy Dialogen können wir dich besiegen, Mr. Bernd Brot. Oder Mr. Brot oder Bernd. Ihr denkt wirklich, das kann mich stoppen, den großartigen, besten Brotmann. Dann denkt ihr da falsch. Und das glaubst du wirklich? Nun, ich habe lange darauf gewartet. Lange habe ich darauf gewartet, mein Ranking zu machen, wo der erste Platz nicht der erste Platz ist. Über was ich rede. Lassen wir doch mal den letzten Platz reden. Als allererster Platz. Als Überraschung in so einem seltsamen Ranking. Spaßblende, bitte. Kann jemand dafür die Spaßblende einfügen? Ah, super. Na, fucking gut. Reden wir doch mal über den schlechtesten Bernd das Brot-Film. Denn irgendwie werde ich jetzt einfach nicht alleine gelassen, wenn ich nicht über diesen Film rede. Reden wir doch mal über King Brot. Einer dieser Bernd das Brot-Filme, der die perfekten Materielle hat für mich, um es zu enjoyen. Es ist mal wieder ein Parodiefilm. Und wie ihr von diesem Video erzählen könnt, bin ich ein großer Bernd das Brot Parodiefilm-Fan. Die sind immer die besten und super doll und super witzig und was weiß ich. Und genau, ihr habt's richtig geraten. Bei King Brot handelt es sich natürlich um eine Jurassic Park Trilogie Parodie. Was denn auch sonst? Okay, aber jetzt mal ernsthaft. King Brot
bietet nicht wirklich etwa viel Pressmaterial, meiner Meinung nach. Es ist ein sehr vergessenswerter Film mit paar sehr netten Ideen und paar sehr netten Umsetzungen. Die Witze sind leider wirklich paar der schlechteren und fühlen sich sehr, sehr lazy an. Und selbst die Parodie, die man hier erzählen müsste, funktioniert auch nicht wirklich dolle und fällt ein wenig flat. Es gibt paar Aspekte, die natürlich etwa an King Kong angelehnt sind, aber der Aspekt wird nie auf eine interessante Art und Weise parodiert, sodass sich dieser Film mehr oder weniger ein wenig so anfühlt, als wäre das einer dieser Filme, die man einfach nur gemacht hat, um etwa einen neuen Bernd das Brot-Film herauszubringen. Am Ende kann ich es einfach nur als eine langweilige Parodie bezeichnen, die weder etwa wirklich Charme bringt, noch wirklich gute Gags in sich hat. Aber hey, die Puppe oder was auch immer sie genutzt haben für das Brotmonster ist an manchen Szenen wirklich impressive. Also Props dafür, I guess. Und genau das ist der Grund, warum dieser Lügner, dieser Fraud nicht etwa diesen Preis der Brothaftigkeit kriegen soll. Ich hoffe, ich habe Sie etwa überzeugt, werter Herr Riester. Also, actually, also wenn ich das erklärt hätte, dann wäre alles etwa deutlich besser gelaufen. Halt die Klappe, Rand Nummer 2. So, das ist nun etwa goodbye, I guess. Ja, Ruhe. Dann will ich etwa diesen Brodemann verbannen. Bist du froh damit? Na gut, bye. So, das ist nun etwa goodbye, I guess. So sehr es auch spaßig war, um Leben und Tod etwa in dieser Arena oder was auch immer das ist, zu kämpfen. So doch muss ich etwa wieder heimgehen. Ach, du gehst ohne ein extra Tschüss zu sagen zu mir. Wie typisch von dir, Rand Nummer 2. Bye. Vor allem du, Velvet Random. Idiot. Naja, ich bin dann aber auch mal auf dem Weg. Euch noch etwa eine gute Reise. Random aus der Zukunft. Meine Zukunft liegt in den richtigen Händen, hoffe ich mal. Auch wenn du etwa deinen Modus definitiv verbessern solltest. Nun, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte ein wenig Spaß gehabt. Manche würden sogar sagen, ein wenig zu fucking viel Spaß. Aber ich mache mich auf den Weg in meine alte Timeline. In meine alte Zeitlinie, um irgendwann in euch zu werden. Auch wenn ich etwa nicht wirklich fucking Lust habe, euch zu werden. Aber naja, was kann man machen? Zurück zum Sip und zurück zu den normalen Videos. Weil genau das sollte niemals als einmal im Jahr passieren. Hoffentlich passiert das nicht im nächsten Jahr. Was soll da überhaupt passieren? The Six Randoms? Das ist nicht Lache. Aber das war's auch mit diesem sehr absurden Special-Video. Eigentlich sollte es so etwa fürs letzte Channel Anniversary herauskommen. Aber wirklich zeitlich gesagt habe ich es absolut nicht. Und eigentlich sollte es generell etwa im letzten Jahr sein, aber wie gesagt, zeitlich ist das irgendwie nicht wirklich so gut passiert. Aber anyway, es ist jetzt draußen und was für eine perfekte Zeit, als mit der Zeit, wo wir die 200 Abonnenten-Marke erreicht haben. Ihr könnt schon merken, dieser Teil ist ganz am Ende und ist nach Monaten erst aufgenommen worden. Aber großes Danke an jeden, der dieses Video geschaut hat oder generell abonniert hat. Und keine Ahnung, vielleicht sind wir auch schon über die 200 Marke. Wer weiß. Auf jeden Fall danke für jeden Einzelnen hier. Und großes Dank geht natürlich auch an Lokiti, der hier seine Stimme für einen kleinen Gastpart geliehen hat. Falls ihr sehen wollt, was Lokiti etwa so macht, dann verlinke ich euch natürlich seinen Kanal gerne in die Videobeschreibung. Aber bis dahin, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye.